Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 7. Julia, mein Schatz, warum weinst du? Bitte sag mir, was passiert ist. Hat dich jemand in der Schule geärgert? Ich kann dich nicht traurig sehen. Sie war in Ordnung. Julia, sag deiner Mama etwas. Warum weinst du? Ich hasse meinen Vater. Ich werde ihn nie treffen. Ich bin sehr hungrig. Ich habe mein Mittagessen nicht gegessen. Ich hatte nicht genug Guthaben auf meinem Konto. Alle haben mich ausgelacht. Warum hasst mich mein Vater? Warum hat er uns rausgeschmissen? Oh mein Schatz, bitte weine nicht. Ich habe das Mittagessen gemacht. Es ist sehr lecker. Lass uns zusammen essen. Keine Sorge, ich mache dir jeden Tag das Mittagessen. Du musst kein Essen in der Cafeteria kaufen. Schau mich an. Wirklich, Mama? Vielen Dank. Du bist die beste Mama auf der ganzen Welt. Mama liebt dich sehr. Ich kann keine Tränen in deinen Augen sehen. Wasch dir die Hände, wir werden zusammen zum Mittag essen. Ich muss jetzt gehen, dein Ehemann wird bald kommen. Okay, mein Schatz, pass auf dich auf, ich rufe dich morgen an. Amanda, ich brauche etwas Geld, du weißt, dass ich letzten Monat meinen Job verloren habe. Ich werde es dir zurückzahlen, kannst du mir etwas Geld geben? Natürlich, du bist meine Welt. Ich kann alles für dich tun. Ich benutze Alex für dich, ich werde dir Geld geben. Du musst es mir nicht zurückgeben, mein Geld ist dein Geld. Hier, bitte, mein hübscher Liebster. Vielen Dank, du bist die Beste, Amanda. Ich werde dich morgen sehen. Pass auf dich auf. Amanda, mein Schatz, ich habe eine Überraschung für dich. Würdest du bitte deine Augen schließen? Wow, ich kann nicht mehr warten, ich bin so aufgeregt. Ich werde meine Augen schließen. Du kannst deine Augen öffnen, mein Schatz. Oh mein Gott. Ich habe einen Diamantring für dich gekauft. Hat er dir gefallen? Ja, es hat mir sehr gefallen. Vielen Dank, mein Schatz, ich liebe dich sehr. Warum bist du traurig? Machst du dir Sorgen um Julia? Mach dir keine Sorgen um sie, ich werde ihr jeden Tag das Mittagessen machen. Unser Vermieter ist heute gekommen. Du hast die Miete nicht bezahlt, Mama. Warum hast du das vor mir versteckt? Ich fühle mich so schlecht, Mama, es tut mir so leid. Du musst nicht darüber nachdenken. Ich bekomme nächste Woche meine Rente. Ich werde die Miete bald bezahlen. Es ist keine große Sache. Du musst dich nur um dein Baby kümmern. Du hast nur noch ein paar Monate übrig. Ich möchte dir helfen, Mama. Ich möchte arbeiten,
Ich kann nicht einfach so zu Hause sitzen. Wir brauchen Geld. Alex ist sehr grausam, er liebt seine eigene Tochter nicht. Ich muss mich um Julia kümmern. Mein zweites Baby kommt auch bald. Alles wird gut, ich bin bei dir. Gott ist mit uns. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben Essen auf dem Tisch. Wir sind auch gesund. Wir sollten für alles dankbar sein. Diese Zeit wird vergehen. Jede dunkle Wolke hat einen Silberstreifen. Vergiss das nicht. Du hast recht, Mama. Ich werde positiv denken, ich bin eine starke Frau. Danke, dass du mich unterstützt. Lächle jetzt, ich möchte dich glücklich sehen. Du musst dich ausruhen. Gute Nacht. Amanda, ich fahre nach Dubai zu einem Geschäftstreffen, und ich komme morgen. Oh wirklich? Ich werde dich sehr vermissen, Liebling. Bitte komm bald zurück. Ich werde dich auch vermissen. Ich muss jetzt gehen, ich muss meinen Flug erreichen. Pass auf dich auf. Das ist großartig. Ich kann meine Zeit mit Martin verbringen. Ich muss ihn anrufen. Hallo, meine Liebe, ich habe gute Nachrichten. Alex ist nicht zu Hause. Er fährt zu einem Geschäftstreffen nach Dubai. Er wird morgen kommen, wir können die Nacht zusammen verbringen, komm bitte schnell. Was? Bist du ernsthaft? Ich komme gleich, ich werde dich bald sehen, meine Liebe. Bist du bereit zu gehen, Julia? Deine Mutter hat deine Lunchbox in deine Tasche gelegt. Du brauchst kein Essen mehr von der Cafeteria zu kaufen, dieses Essen ist auch gesund. Vielen Dank, Mama. Ich liebe dich sehr. Auf Wiedersehen. Pass auf dich auf, mein Schatz. Hab einen schönen Tag. Deine Oma wird dich von der Schule abholen. Sollen wir gehen, Oma? Ich möchte nicht zu spät kommen. Ich bin für dich da, wir haben den ganzen Tag. Ich werde hier bleiben, was ist dein Plan? Was sollen wir tun? Lass uns ins Schlafzimmer gehen, ich werde dich nicht irgendwo hingehen lassen. Was meinst du? Das Geschäftstreffen wurde abgesagt. Du hättest es mir vorher sagen sollen. Gut, ich werde später mit dir sprechen. Ich muss zurückgehen, ich werde meine Zeit mit Amanda verbringen. Amanda, mein Schatz, ich bin zurückgekommen.
Amanda, mein Schatz, ich bin zurückgekommen. Wo bist du? Ich denke, sie ist in ihrem Zimmer. Warum stehst du dort? Komm her. Amanda, kannst du mich hören? Wo bist du? Oh mein Gott! Dein Mann ist zurückgekommen. Was soll ich jetzt tun? Er kommt hierher. Ich weiß es nicht, du musst von hier weggehen. Amanda. Liebling, du bist zurückgekommen. Gott sei Dank, bitte setz dich. Amanda, ich frage dich etwas. Wer ist dieser Mann? Was macht er in meinem Schlafzimmer? Verbirgst du etwas vor mir? Sag mir die Wahrheit. Alex, was meinst du? Er ist Martin, er ist mein Cousin. Ich habe mich nicht gut gefühlt, du weißt es. Ich bin schwanger, er ist meinetwegen hierher gekommen. Wir wollten ins Krankenhaus gehen. Ich habe ihn gerufen, er ist ein guter Mensch. Freut mich, dich kennenzulernen. Amanda ist meine Cousine. Sie liebt dich sehr. Sie spricht viel über dich. Amanda, ich muss jetzt gehen. Du kannst jetzt mit deinem Mann ins Krankenhaus gehen. Pass auf dich auf. Ich habe das nicht von dir erwartet, Alex. Zweifelst du an mir? Schäm dich. Ich vertraue dir, ich liebe dich sehr. Ich habe meine Frau für dich verlassen, ich kann alles für dich tun. Ich glaube an dich. Lass uns ins Krankenhaus gehen. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Mir geht es gut, du bist bei mir. Du bist meine Medizin, ich werde dein Lieblingsessen zubereiten. Du kannst duschen. Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben. Du wirst mir einen Jungen schenken. Ich bin so stolz auf dich. Lena, du siehst krank aus. Geht es dir gut? Was fühlst du? Ich fühle mich nicht gut, ich werde gleich ohnmächtig. Oh Gott, los geht's. Wir müssen ins Krankenhaus gehen. Du solltest deinen Arzt sehen. Los, Lena. Herr Doktor, wie geht es meiner Tochter jetzt? Ist sie in Ordnung? Ja, es geht ihr ausgezeichnet. Sie hat nur Eisenmangel. Ich werde ihr einige Tabletten verschreiben. Sie muss auf sich selbst achten. In Ordnung, Herr Doktor. Ich werde auf mich achten. Ich werde die Medikamente rechtzeitig einnehmen. Wie geht es meinem Baby? Dein Baby ist gesund. Ich habe deine Ultraschallbefunde gesehen. Dein Junge ist gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.